Halli, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen Konga Crafts. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man aus dem Taschenschnitt, den wir im letzten Video ja entworfen haben, eine Handtasche mit Klappe nähen. Genau wie in unserem Entwurf mit Innentasche mit Reißverschluss, mit normaler Innentasche, Magnetverschluss und. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und los geht's! Den Taschenkörperschnitt auf den Außenstoff stecken und anschließend ausschneiden. So, und genauso schneiden wir ein zweites Stück aus und das gleiche machen wir mit dem Innen- bzw. Futterstoff. Nun die einfache Innentasche mit dem Stoffbruch nach oben stecken und ausschneiden. Eine Innentasche ist zugeschnitten. Die Innentasche mit dem Reißverschluss mit dem Stoffbruch unten auch einmal ausschneiden. Hier ist der Stoffbruch. Jetzt haben wir zwei Innentaschen. Die Klappe aus Futterstoff habe ich schon ausgeschnitten. Wenn der Schnitt so aufliegt, muss die rechte Stoffseite unten liegen. Und das hier oben ist jetzt die linke. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zwei gleiche Teile ausschneiden, da das dann so aussehen würde. Am besten legt ihr die ausgeschnittene Futterstoffklappe rechts auf den Außenstoff. Also das rechts und auf die rechte Seite des Außenstoffs. So seht ihr, wie ihr den Schnitt auflegen müsst. Schnitt stecken und ausschneiden. So, die beiden Klappenteile sind auch fertig ausgeschnitten. Mit dem Fließschnitt, der ja kleiner ist, das Volumenvlies zweimal ausschneiden und die Fließline auch zweimal ausschneiden. Mit dem Klappenschnitt die Fließline zweimal seitenverkehrt ausschneiden, also wie auch beim Stoff darauf achten, dass die richtige Seite auf die richtige Klappenseite kommt. So rum wäre es jetzt verkehrt. Also glänzende, sprich kleberbeschichtete Fließlinseite auf die linke Stoffseite auflegen. Glänzend links. Ihr könnt ein passendes Fließlinestück mit der glänzenden Seite auf das linke Klappenstück auflegen, um zu sehen, wie der Schnitt aufgelegt werden muss. Also nicht so rum, sondern so rum auflegen und ausschneiden. Jetzt haben wir die passenden Fließlinestücke zu den Klappen. Wir kommen zum Bügeln. Die Fließline mit der glänzenden Seite auf die linke Stoffseite. Dann Schritt für Schritt überlappend für je 8 Sekunden aufbügeln. Dabei nur aufdrücken, das Bügeleisen also nicht schieben, nur drücken. Und die ganze Fläche so bügeln. Genauso verfahren wir mit den anderen vorbereiteten Fließlineteilen für den Futterstoff. Nur hier darauf achten, dass der Rand einen gleichmäßigen Abstand hat.
Beim Außenstoff wird Volumenvlies gebügelt. Das Volumenvlies fühlt sich auf einer Seite weich an und auf der anderen Seite rau, da sich dort kleine Klebepünktchen befinden. Und diese Klebeseite legen wir nach unten auf die linke Stoffseite. Auch hier das Bügeleisen Schritt für Schritt überlappend, aber hier für je 15 bis 18 Sekunden aufdrücken. Nicht schieben, sondern drücken. Und so die ganze Fläche. Bei der einfachen Innentasche mit dem Stoffbruch oben bügeln wir nur die untere Hälfte Flissline auf, also in der Größe vom Innentaschenschnitt. Wir kontrollieren die bebügelten Teile. Einfache Innentasche, Klappe innen, Klappe außen, Taschenkörper außen zweimal und Taschenkörper innen bzw. Futter zweimal. Den Riemenanschluss schneiden wir zweimal aus Außenstoff zu und bügeln erst der Breite nach zur Hälfte, dann beide Seiten zur Mitte und nochmal alles zur Hälfte. Und dann der Breite nach noch einmal zur Hälfte. Nun die Innentasche mit Reißverschluss mit Stoffbruch unten. Den Reißverschluss in der Breite der Innentasche zuschneiden. Die rechte Stoffseite liegt unten. Und nun den Reißverschlussausschnitt auf die linke Stoffseite einzeichnen. Und die Abstände genau wie auf dem Schnitt einhalten und alles so auf den Stoff übertragen. Ein Futterteil mit der rechten Seite nach oben hinlegen, die Innentasche mit dem eingezeichneten Reißverschlussausschnitt mit der rechten Seite nach unten auf das Futterteil legen und wie im Schnitt angegeben, die Innentasche vom oberen Rand 2 cm und waagerecht mittig ausrichten und feststecken. Jetzt auf der äußeren Linie entlang mit einem normalen Steppstich zusammennähen. Den Anfang hier nicht verriegeln. An der ersten Ecke angekommen, Nadel im Stoff stecken lassen, Füßchen hoch, Stoff drehen, Füßchen runter und bis zur nächsten Ecke nähen und dies an jeder Ecke wiederholen. Wenn wir wieder am Anfang angekommen sind, verriegeln. Nun diese inneren Linie und die zu den Ecken einschneiden, also durch beide Stoffschichten durchschneiden. Bei den Ecken aufpassen, nur bis kurz vor der Ecknaht einschneiden.
Die Nahtzugaben umknicken, damit sie sich nach dem Wenden besser in die Kanten legen. Den Innentaschenstoff durch den Ausschnitt nach hinten durchziehen, soweit bis die Kanten eben sind. Entweder ihr zieht den Innentaschenstoff ganz nach hinten, dass es so aussieht, oder ihr lasst ein bisschen vom Innentaschenstoff rausschauen, was mir hier besser gefällt. Nun die Kanten sehr gut bügeln. Hinten schlägt es an den Ecken Falten, was aber in diesem Fall normal ist, da wir den Innentaschenstoff nicht ganz nach hinten gezogen haben. Jetzt kommt der Reißverschluss. Er wird von hinten mit den Zähnchen nach außen in den Ausschnitt gelegt. Also die rechte Seite des Reißverschlusses schaut durch den Ausschnitt nach außen. Den Reißverschluss im Ausschnitt gut vermitteln und ringsum feststecken. Man kann ihn auch mit Kleber oder Stylefix, was ein schmales, doppelseitiges Klebeband zum Nähen ist, etwas fixieren, wenn man mit dem Stecken nicht so gut zurechtkommt. Und nun ringsum festnähen. Den normalen Nähfuß gegen den Reißverschlussfuß austauschen. Wenn ihr könnt, die Nadelposition noch um 2 bis 3 Schritte nach links versetzen. Dann rings um den Ausschnitt herum nähen. Auch hier am Anfang nicht verriegeln. Und jetzt am Anfang angekommen, verriegeln. Diesen Innentaschenstoff nach oben legen, so dass die Kanten miteinander abschließen. An den 3 offenen Seiten zusammenstecken, aber nur die Innentasche, nicht an den Futterstoff stecken. Dann hier entlang zusammennähen, hier oben und die dritte Seite hier entlang. Haltet das Futterteil auf dem Kopf und schlagt die rechte Seite nach links zurück, damit ihr freie Sicht auf die Innentasche habt. Den Reißverschlussfuß drin lassen, da es gleich sehr eng wird. So, und hier anfangen zu nähen. Am Anfang verriegeln.
Und hier oben ganz dicht an den Ausschnitt nähen, bis ca. 1 cm vor Stoffende. Dann die Nadel im Stoff lassen, Fuß heben, Futterstoff zurückschlagen, alles drehen, Fuß runter und weiter dicht an der linken Naht nähen. Und so auch noch die dritte Innentaschenseite zusammennähen. Und hier am Ende wieder verriegeln. Und fertig ist unsere Innentasche mit Reißverschluss. Die zweite Innentasche der Breite nach rechts auf rechts zusammenlegen und feststecken. Die 3 offenen Seiten ringsum bis auf eine Wendeöffnung von 3–4 cm zusammennähen, die Wendeöffnung markieren. Hier ist die Wendeöffnung, die wir freigelassen haben. Nun die Ecken schräg abschneiden bis kurz vor der Naht. Und anschließend die Nahtzugabe zurückschneiden. Und wenden. Nach dem Wenden die Ecken mit einem nicht zu spitzen Gegenstand rausdrücken. Die Nahtzugabe bei der Wendeöffnung nach innen legen, so dass es eine gerade Linie gibt. Und gut bügeln. Diese einfache Innentasche auf die rechte Seite des anderen Futterteils legen, den Abstand zum oberen Rand gemäß Schnitt ermitteln. Und auch in der waagerechten die Mitte ermitteln. Die Wendeöffnung liegt unten. Und feststecken. Hier rechts, unten und links zusammennähen. Am Anfang verriegeln. Und die Wendeöffnung wird automatisch verschlossen. Am Ende wieder verriegeln. Jetzt bringen wir den Magnetverschluss an die Innenklappe an. Erst die Stelle übertragen, an der der Magnetverschluss angebracht werden soll. Diese Stelle sollte man noch mit einem zusätzlichen Stückchen Flissline verstärken. Und auf der Außenklappe mache ich das auch, damit sich nichts durchdrückt. Für die Klappe benutzen wir den dünnen Teil des Magnetverschlusses. Wir schneiden die Schlitze ein, damit die Zapfen vom Magnetverschluss durchgesteckt werden können. Von außen den Verschluss durchstoßen. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr die Klappe danach zusammennäht, was aber schwierig ist, da sehr eng. Also wenn man hier entlang näht, wird es ziemlich eng. Oder die Klappe erst zusammennäht und dann von innen den Verschluss durchpfriemelt, was auch nicht gerade leicht ist. Also ich bringe den Magnetverschluss vorher an, so seht ihr es auch besser. Also von außen durch und von innen die Scheibe drauf und die Zapfen nach außen wegdrücken. Darauf achten, dass ihr die Zapfen nicht zu weit runter biegt,
aber auch nicht zu wenig, sondern dass es schön flach bleibt. Die Außenklappe mit der Innenklappe rechts auf rechts zusammenlegen und nur an den Rundungen zusammennähen. Die gerade oben bleibt offen. Und damit beim Nähen nichts verrutscht, erst stecken. Am Anfang verriegeln. So, und jetzt wird's eng, denn ich habe vergessen, den Reißverschlussfuß vorher anzubringen. Also was jetzt? Okay, Fuß hoch und Nadel ganz weit nach links verstellen, dann den Stoff verschieben und in die gleiche Stelle wieder einstechen. Und weiter nähen. Am Ende verriegeln. Die Klappe noch nicht wenden. Wie man sieht, wenn man die Nahtzugabe nach innen klappt, wellt sich das, weil für die Rundung zu viel Stoff da ist. Hier in der engeren Rundung ist es noch extremer, also müssen wir in den Rundungen kleine Keile rausschneiden, um das auszugleichen, damit die Nahtzugabe sich nach dem Wenden schön flach legt. Aber aufpassen, dass ihr nicht die Naht durchschneidet. Seht ihr, jetzt legt sich die Nahtzugabe schön in die Rundung. Solche Keile schneiden wir auch bei der großen Rundung raus. Die Nahtzugaben alle umklappen. Die Nahtzugaben zurückschneiden. Und jetzt könnt ihr wenden. Innen mit einem nicht zu spitzen Gegenstand die Kanten entlang fahren und anschließend die Kanten gut ausbügeln. Die Stelle für den Magnetverschluss auf der Außentasche mit Hilfe der Klappe einzeichnen. Den Schnitt auflegen und den Verschluss aufzeichnen. Und auch hier zur Verstärkung 2 Stücke Flissline aufbügeln. Danach die Schlitze einschneiden und das dickere Magnetverschlussteil anbringen, wie bei der Klappe auch. Nun die Abnäher nähen. Bei beiden Außen- und Futterteilen gibt es Abnäher. Die Abnäherseiten rechts auf rechts aufeinander legen und stecken. Und hier später entlang nähen. Am Anfang verriegeln.
Und gerade nähen und an der Spitze spitz zulaufen lassen und verriegeln. Alle Abnäher sind genäht. Die Klappe mit der rechten Seite nach unten auf das Außentaschenrückenteil stecken. So vermitteln, dass rechts und links der gleiche Abstand ist. Hat man den Abstand ermittelt, die Klappe feststecken. Hier entlang mit einem kleinen Zickzackstich fixieren. Die Taschenaußenteile rechts auf rechts zusammenlegen, die Abnäher nahtgenau aufeinander legen und ringsum bis auf die Gerade oben zusammenstecken. Hier entlang zusammennähen und auch die Futterteile rechts auf rechts zusammenlegen und stecken. Und hier unten eine Wendeöffnung von ca. 10 cm offen lassen. Diese markieren. Am Anfang und Ende verriegeln. Die Futterteile genauso arbeiten, bis auf das man die Wendeöffnung freilassen muss, da die Tasche sonst nicht gewendet werden kann. Also bei der ersten Markierung hier verriegeln, dann Füßchen hoch, Stoff nach hinten ziehen bis zur nächsten Markierung, Füßchen runter, verriegeln und weiter nähen, wie gehabt. So, die Außentasche ist genäht. Und die Futtertasche ist genäht. Hier ist die Wendeöffnung. Nun die Futtertasche auf rechts wenden. Die Außentasche bleibt auf links. Die Futtertasche in die Außentasche stecken und darauf achten, wo ihr die Innentasche mit Reißverschluss haben wollt. Vorne oder hinten bei der Klappe. Ich möchte sie hinten bei der Klappe haben. Futter und Außentasche liegen jetzt innen rechts auf rechts zusammen. Hier entlang knapp kantig bei beiden gebügelten Riemenanschlüsse nähen. Und anschließend durch die D-Ringe führen. Hier entlang abnähen. Den Reißverschlussfuß anbringen und eventuell die Nadel nach links verstellen.
Anfang und Ende verriegeln. Nun wollen wir die Außen- und Futtertasche zusammennähen. Die Seitennähte müssen exakt übereinander liegen. Und hier dazwischen kommen die Riemenanschlüsse, mit dem D-Ring nach unten zeigend und diese mittig zwischen der Vorder- und Rückseite vermitteln. Ich lasse die Riemenanschlüsse jetzt erstmal weg, da es zum Stecken einfacher ist. Und ich stecke jetzt erstmal alles ringsum zusammen. Die Riemenanschlüsse mache ich später hin. Ich habe jetzt ringsum alles gesteckt und nun hier an der Naht die Nadeln rausnehmen, den Riemenanschluss mit der Seitennaht vermitteln und stecken. Und auf der anderen Seite genauso. Und jetzt ringsum zusammennähen. Nun die Futtertasche rausziehen und durch die Wendeöffnung die Tasche auf rechts wenden. Die Wendeöffnung schließen, dazu die Nahtzugabe nach innen klappen und entweder per Nähmaschine oder so wie ich mit der Zaubernaht schließen. So sieht die Zaubernaht genäht aus. Und jetzt die Futtertasche nach innen stecken. Für den Riemen lege ich den Stoff entlang der Webkante doppelt und messe 45 cm, da der Riemen ja 85 cm lang werden soll. Damit beim Zuschneiden nichts verrutscht, stecke ich den Stoff zusammen. Und wie beim Riemenanschluss beträgt die Breite 10 cm. Gemessen wird ohne den weißen Webrand. Zuschneiden und den Webrand abschneiden. Wir haben jetzt einen Streifen von 90 x 10 cm. Das kurze Ende ca. einen halben Zentimeter nach innen einschlagen und bügeln. Dann wie bei den Riemenanschlüssen zur Hälfte falten und bügeln. Dann beide Seiten zur Mitte falten und bügeln und alles nochmal zur Hälfte falten und bügeln. Haben wir den gesamten Streifen gebügelt, ringsum knapp kantig nähen.
Nun den Riemen durch den D-Karabiner ziehen und ca. 2 cm umschlagen und hier festnähen. Die Karabiner an den D-Ringen der Tasche festmachen und fertig ist eure Tasche. Und wer will, kann hier entlang noch knapp kantig nähen. Nun wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Nähen. Tschüss!